Wir bekommen gerade gezeigt, wie mein neues Fairtrade-Shirt gefertigt wurde. Und zwar so im Endeffekt, Leute. Ihr seht gerade, per Hand wird das hier geschnitten. Guten Morgen, Leute, aus einem Nachtzug hier in Indien. Wir sind gerade vom Schaffner geweckt worden, da einmal hier schön ordentlich gegen die Tür geklopft hat von unserem Apartment, wollte ich schon sagen, Leute. Ja, das ist hier unser kleines Apartment. Ihr konntet es im letzten Vlog hier ein bisschen kennenlernen. Da habe ich euch ja alles gezeigt auf unserer 11-Stunden-Fahrt. Aber jetzt ist gerade Zeit zum Aufstehen, zum Aufwachen. Paul, bist du gut geschlafen? Ja! 10 Stunden, Alter. Das ist auch die Krankenstation tatsächlich hier. Wie ihr merkt, jo. Wir sind alle schon mit Erkältung hier hingekommen. Dann hast du hier da Klimaanlage. Hier kommt kalte Luft die ganze Zeit raus. Die ist vielleicht nicht 100% ideal, aber ansonsten fand ich was eigentlich ziemlich cool hier zu schlafen. Das war jetzt für mich das zweite Mal Nachtzug fahren. Das erste Mal war Deutschland nach Österreich. Aber genauso wie da finde ich es einfach ziemlich cool, wenn man halt so seine kleine Pritsche hat. Der Zug wackelt so hin und her, fährt durch die Nacht. Und man kann einfach pennen und hat davor langer Zeit, sich hier mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, zu quatschen, was zu trinken gemeinsam und so weiter. Also wenn ihr mal die Chance habt, irgendwo einen Nachtzug zu fahren, egal ob in Europa oder in Indien, dann macht das. Aber wir steigen jetzt erstmal aus. Dankeschön. Hast du gut geschlafen? Noch nicht. Ich möchte schlafen, ja. Tür zu. Wir sind draußen. Das hier war unser Zug, der Avantika Express von Mumbai nach Andorra. Und wir sind eben hier schon auf 3/4 der Strecke ausgestiegen und rückwärts zum Autofahren. So, unsere Bahn fährt jetzt weiter, aber für uns geht's mit dem Auto weiter. Die kleine Stadt hier heißt Vapi, aber wir fahren jetzt nochmal mit dem Auto ein paar Kilometer weiter nach Umagan. Hier haben wir nämlich auch unsere Zimmer, in denen wir heute Abend schlafen. Wir konnten uns gerade noch mal umziehen. Die Sonne ist mittlerweile aufgegangen. Wir sind hier direkt am Meer. Also ich glaube, das Meer müsste in die Richtung sein. Wir können es noch nicht sehen, aber hier ist das Meer irgendwo. Und vor allem ist hier auch die Fabrik, die mein neues Fairtrade-T-Shirt herstellt. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Aber erstmal gibt's Frühstück. Yeah. Hi, Amit. Hi. Nice to meet you. Nice Good to meet morning. you. Good morning. Apple. Humans are the same more or less everywhere. It's small differences because of the background and the environment you're born in, but the spirit is the same. Hello, Felix. Felix. Nice to meet you. Welcome to Kyoto. Sedu from Fairtrade. Nice to meet you. Nalini from Fairtrade. Nice to meet you. Was für ein Empfang hier bei PureQuad, die Fabrik, die die Shirts herstellt. So, unsere Namen haben sie alle aufgeschrieben. Blume haben wir bekommen. Hier unten hängt da schon das Fairtrade Certificate und jetzt schauen wir mal in die Fabrik rein. Das ist das Lager, wo die Stoffe ankommen. Also das, was in der letzten Fabrik, die wir im vorletzten Vlog angeschaut haben, da gemacht wird, das kommt hier so an. Das hier zum Beispiel sind Fairtrade Bio-Baumwollstoffe. Also hier zum Beispiel in Weiß, aber auch ganz viele andere Farben sind hier eben. Teil vom Lager sind die Verpackungen. Jedes Shirt, wenn man das produziert, kommt ja im Versandhandel normalerweise in so einem Plastikbag hier an, weil das einfach das leichteste ist. Aber heutzutage gibt es ja neuere Technologien, wie man solche Plastikbags ersetzen kann, um eben weniger Plastik verwenden zu müssen, was logischerweise besser für die Umwelt ist. Und die haben die hier auch am Start, und zwar 2 Varianten. Den hier zum Beispiel, der hat auch noch einen Plastikanteil, aber ist schon mal deutlich besser für die Umwelt. Das ist nämlich Biodegradable Plastik, was dann eben auch mit der Zeit zersetzt werden kann. Und es gibt noch eine Option, und das sind hier komplett kompostierbare Nicht-Plastik-Bags. Der ist dann zwar nicht mehr so schön durchsichtig, sondern sieht so aus, aber ist halt am besten für die Umwelt. Kostet aber auch 15 Mal so viel wie ein normaler Plastikbag. Und ja, hier haben die alle 3 Sachen auf Lager. Der jeweilige Kunde muss halt entscheiden, was er möchte. Die haben aber auch nicht immer alle auf Vorrat. Das war auch das Problem bei uns. Denn die Dinger hier sind eben aus einem Naturmaterial und es gibt wenig Nachfrage danach. Und halten tun die auch nur 6 Monate. Danach werden die gelb und so weiter, werden nicht mehr benutzt. Deswegen, das sind halt so ein paar Challenges, ein bisschen tricky. Das ist alles erst der Beginn von diesen Bags. Aber es sind eben auch kleine, wichtige Schritte, um alles nicht nur was Fairtrade-Belange angeht, sondern eben auch was Umweltaspekte angeht, hier besser zu machen. Finde ich eine coole Sache, und ich werde auch versuchen in Zukunft, dass wir mal solche Bags hier bekommen für Spielkind. 800 Leute arbeiten hier insgesamt in der Fabrik. Und das ist der Chef hier, Ahmed. Und weil das Gelände so groß ist, hat er gesagt, hier, schnappen wir uns mal die Fahrräder, die gehören zum Betrieb, um dahin zu kommen, wo die Klamotten wirklich zusammengenäht werden. Auch ein komplett kompostierbares Fahrrad, wie ihr sehen könnt. Hier aus bisschen aus Pappe ist das Ganze gebaut. Nein, Spaß natürlich nicht. Keine Ahnung, warum das hängt. So, los geht's. Also mit dem Chef zusammen sind wir jetzt hier auf dem Fahrrad unterwegs. You often take the bicycle across the factories? Yeah. How many locations are here? Those 2? We have 2 and 1 more. So Okay. there are 3 locations. So Yeah. we have around 4, 5 bikes. So we keep circulating. It's good. It's a little bit of change, a little bit of fun. Yeah, a little bit of exercise in between. That's good. Yeah.
So sieht das hier aus. So when did you start the company? In 2000, around 18 years ago. 18 years ago. Yeah. And from the very beginning you only used bio, like organic stuff, right? Yeah, yeah. That's the foundation of the company. The company has started for being organic. Yeah. So the product has come later, that is textiles, but we wanted to do something inorganic. Also er hat uns vorhin auch schon erzählt, er ist gar nicht jetzt unbedingt so ein Fashion-Typ, aber für ihn war einfach direkt nach dem College wichtig, da fand er einfach das Konzept von Bio richtig gut und hat dann eben angefangen, hier eine Biotextilfirma aufzubauen, die jetzt zu dem geworden ist, was ihr jetzt seht. 800 employees you have Yeah, now. around right now we have 800. 800 Mitarbeiter sind jetzt hier mittlerweile. And when did you start using Fairtrade cotton? From last 5 years ago. Okay. Yeah, 2013 onwards. Seit 5 Jahren wird hier eben auch Fairtrade Baumwolle immer mehr benutzt. Und was jetzt ganz neu ist, ist der Fairtrade Textilstandard. Also Fairtrade Baumwolle ist eben der Rohstoff, aber Fairtrade hat jetzt einen ganz neuen Textilstandard, der die ganze Lieferkette, und ist der einzige Standard in der Textilwelt, der die ganze Lieferkette vom Anfang von der Baumwolle über die letzte Fabrik, wo wir waren, wo eben dann der Garn gemacht wird, bis hierhin, wo dann eben die fertigen Sachen hier eben genäht werden, das komplett alles einem hohen Standard entspricht. Und er ist einer der ersten, die diesen neuen Standard jetzt eben entsprechen wollen. Das ist so ein Zertifizierungsprozess und der läuft gerade. It is very important because environmentally we are anyway sensitive and sound, and environment and social goes hand in hand. We value our people, and as you can see that garments is a very labor intensive, very human driven product, and the person behind makes a lot of difference. And in India we believe that anything which is made with a good conscience, a clear heart and a happy mind, those vibrations are transmitted into the clothes. So babies and people who wear our clothes, we feel they will feel a little bit of happiness in them. That sounds really good. Thank you very much. Thank you. Mit solchen Menschen arbeitet man einfach gerne zusammen, wo man sieht, der Chef hat hier eine Vision, den Arbeitern geht's gut, es ist eine super moderne Fabrik, es ist kühle Luft hier, also auch angenehm zum Arbeiten. Und wir bekommen gerade gezeigt, wie mein neues Fairtrade-Shirt gefertigt wurde. Und zwar so im Endeffekt, Leute, ihr seht gerade, per Hand wird das hier geschnitten. Das ist der Originalstoff, die ganzen Shirts sind natürlich schon verschickt worden, sie sind jetzt, genau wenn das Video rauskommt, kommen die bei uns an. Also ab jetzt könnt ihr auch bestellen. Also einfach auf spiegel.de gehen, dann könnt ihr es auschecken. Aber ein Shirt wird immer hier so per Hand ausgeschnitten. Das sind so mehrere Einzelteile und das hat er davor hier markiert mit den ganzen Schablonen. Dann kommt es weiter auf diese Station hier. Das ist jetzt was anderes, weil meine sind ja schon fertig. Aber dann werden eben ganz viele Lagen hier von dem T-Shirt-Stoff genommen und hier mit so einer Maschine geschnitten. Hier wird so die Luft rausgepustet und deswegen kann man das jetzt hier so ganz einfach schieben. Seht ihr? Einfach nur hier mit einem Finger kann man alles schieben, um das halt dann im Endeffekt Millimeter genau hier zu schneiden. Also das ist der Experte. Sicherheitshandschuhe sind an. Also auf Sicherheit wird hier in dem Betrieb natürlich auch richtig groß geachtet. Und so wird das Ganze jetzt hier extrem genau geschnitten. Zum Thema Sicherheit auch noch. Der Fairtrade Textilstandard schreibt vor, dass die Mitarbeiter verschiedene Schulungen bekommen. Zum Beispiel eben zum Thema Safety und Health. Eine davon findet gerade hier statt. Das heißt, es sind 2 Mitarbeiter von Fairtrade da, die den Mitarbeitern verschiedene Dinge erklären. Zum Beispiel so Sachen, wie überhaupt der Evakuierungsplan aussieht, sollte mal ein Feuer ausbrechen. Oder auch simple Sachen, wie dass die Gänge hier freigehalten werden, damit halt im Fall eines Falls alle hier längs laufen können und nicht die Fluchtwege versperrt sind. Mag es vielleicht nach simplen Sachen anhören, aber leider in vielen Fabriken auf dieser Welt gibt es sowas halt nicht. Da verdienen die Arbeiter nicht nur schlecht, sondern die Gebäude sind nicht sicher und wenn da was passiert, so wie es ja auch vor ein paar Jahren bei dem Riesenunglück in Bangladesch war, dann gibt es keine ordentlichen Fluchtwege, die Leute wissen nicht, wo sie hin müssen und das kann zu riesigen Tragödien mit vielen Toten führen und deswegen sind eben auch solche Schulungen hier sehr wichtig und Teil des Fairtrade Textilstandards. Aber zurück hier zu der Produktion. Der nächste Schritt ist jetzt, wenn man jetzt einen Print drauf haben möchte, so wie jetzt zum Beispiel hier mein Go Vlog Yourself, dann gibt es da verschiedene Methoden. Zum Beispiel eben hier, dass es per Hand tatsächlich gemacht wird. Also hier ist Farbe drauf und so eine Form. Und dann wird das einmal hier rauf gemacht.
zack, und schon ist ein Print drauf. Da will man jetzt denken, das kommt aus irgendeiner Maschine, aber es wird tatsächlich so gemacht. Und jetzt wird mir der ganze Prozess nochmal anhand eines Prototypen von meinem Shirt hier gezeigt. Hier ist schon das Logo. Diese ganze Platte ist halt eigentlich nicht durchlässig, nur hier ist so ein feines Gitter, wo das Logo ist. Und da, wenn man da Druck drauf gibt, dann geht eben die Farbe durch. Das Ganze geht also einmal so durch. Jetzt seht ihr, das ist natürlich noch nicht das fertige Logo, sondern nur der Grünanteil. Der wird jetzt einmal getrocknet und dann kommt die andere Farbe drauf. Beziehungsweise nach dem Trocknen ist es schon hier so gelb geworden. Aber die zweite Farbe ist jetzt eben so ein Blau. Das kommt auch wieder rauf und es muss halt Millimeter genau da richtig aufsitzen. Da wird ganz genau geguckt und dann geht die Farbe da einfach wieder rüber. Und das sind tatsächlich die beiden Fairtrade-Farben vom Fairtrade-Logo. Das wollten wir bei dem Shirt eben mit drin haben. Das ist jetzt noch nicht fertig getrocknet, wird noch ein bisschen anders aussehen, aber eben die eine Fairtrade-Farbe mit dem Verlauf bis in die andere Fairtrade-Farbe. Das war so ein bisschen die Idee für das Logo. Und jetzt kommt das ganze Shirt einmal hier rein, das einmal komplett getrocknet wird. Also mit den Farben hier geht es rein und so kommen sie auf der anderen Seite hier wieder raus. Jetzt leuchten die Farben richtig und zusätzlich sind sie durch die Hitze jetzt auch fixiert. Wenn man ganz viele Teile auf einmal printen muss, dann wird aber auch manchmal statt dieser Handarbeit diese große Maschine hier benutzt. Das ist hier praktisch auch so eine Druckschablone wie drüben, nur ein bisschen größer. Aber der große Vorteil ist eben, hier ist eine Farbe drin, da ist noch eine Farbe drin, da noch eine und so weiter. 10 verschiedene Farben können hier einmal drumherum drin sein. Und dann wird das T-Shirt eben einfach hier aufgelegt, kommt die erste Farbe und wird automatisch weitergefahren, bekommt die nächste Farbe und. Wodurch man so bis zu 200 Shirts in der Stunde drucken kann. Aber das lohnt sich natürlich nur, wenn man halt auch große Auflagen macht. Ansonsten, auch wenn man mehrere 100 Stück bestellt, machen die das da hinten eben per Hand noch alles. Und final werden dann eben die bedruckten Teile, hier liegen sie so einzeln, zum Beispiel hier von so einer Kinderkleidung, alle zusammengenäht. Und das passiert eben hier auf dieser Ebene. Das ist eine der Arbeiterinnen. Nice to meet you, Shamila. I'm Felix. Sie näht hier auch gerade was zusammen, was am Ende so aussieht. Eine nette kleine Kinderbekleidung. So richtig schön fluffig hier innen drin. Flugzeuge draußen drauf. Schönes Teil und das wird eben, wie ihr sehen könnt, gerade alles hier gemacht. Und das ist auch die Schritte durchlaufen, die wir gerade eben gesehen haben. Und genau hier durch diese Nähmaschinen ist auch mein neues Spielkind-Shirt gelaufen. Ziemlich cool, die ganze Produktion mal von den Baumwollfeldern bis hier so gesehen zu haben. Hier werden tatsächlich gerade die letzten meiner Spielkind-Shirts geschneidert. Also das ist ja das, was wir als letztes gesehen haben. Einfach nur hier die Vorderseite mit dem fertig gedruckten Logo. Aber wie ihr sehen könnt, hier ist nichts dran. Also das ist eigentlich jetzt hier so. Bisschen groß für mich, das glaube ich. Na, hier ist nämlich die Rückseite. XXL haben wir gerade am Start. Auf der Rückseite eben auch nochmal hier das Spielkind Company Logo. Und so hier wird es jetzt eben alles zusammengenäht. Das hier kommt auch noch dazu. Und dann, wenn alles fertig ist, wird das eingepackt und so sieht dann das fertige Shirt aus. Kommt dann mit dem Schiff aus Indien zu uns nach Hause ins Hive, von wo aus wir es dann an euch verschicken, wenn ihr es bestellt, auf spielkind.de, wenn ihr Bock habt. Mein erstes Fairtrade-Shirt, bin sehr stolz drauf und wenn das hier alles gut funktioniert und anscheinend hat es das ja bis jetzt, dann werden wir auf jeden Fall versuchen, hier in Zukunft noch mehr von Pure-Quads, also hier aus dieser Fabrik hier, zu bestellen und dann könnt ihr euch auf noch mehr Fairtrade-Sachen freuen. Ich will mir das jetzt auf jeden Fall, glaube ich, erstmal direkt anziehen und dann fahren wir zu Shamila, eine der Näherinnen hier, die wir gerade schon gesehen haben, und besuchen sie zu Hause. Hier vorne wohnt sie. Schuhe ziehen wir natürlich aus. Und wir wurden gerade hier schon durchs ganze Haus geführt. Es gibt eine große Küche, Wohnzimmer und eben hier das Schlafzimmer. Im Moment leben sie zu dritt in diesem Haus. Also sie selbst und 2 Töchter. Insgesamt hat sie 4 und die zweitälteste hat gerade schon geheiratet. Das ist ein Bild von hier, was hier ganz groß hängt. Und all ihre Kinder hat sie zu großen Teilen hier in diesem Haus aufgezogen und das alles alleine, weil schon vor vielen Jahren ihr Mann gestorben ist und sie seitdem alleine alles hier finanzieren musste. Und das konnte sie halt, weil Pure-Quads ein ordentliches Gehalt zahlt. Seit mittlerweile 13 Jahren arbeitet sie da als Näherin, konnte ihr Gehalt immer weiter steigern und jetzt ist sie auch sehr stolz darauf, das hat sie extra betont, dass sie all das hier eben alleine finanzieren konnte, dass sie nicht irgendwie Geld von ihrem Vater oder sonstigen Verwandten bekommen hat. Schön auf jeden Fall zu sehen, dass das möglich ist und einen weiteren Vorteil hat dieses kleine Haus, denn es liegt direkt am Meer, da vorne ist der Strand. Gerade ist Ebbe, dementsprechend sieht es noch nicht ganz so gut aus. Bei der Flut kommt das Wasser natürlich wieder hierher. Es ist schon ziemlich nett, natürlich relativ dreckig hier, aber das ist eben auch ein Punkt, den die Inder in den nächsten Jahren möglichst schnell lernen sollten. Eine interessante Sache, ihr hört schon ein bisschen im Hintergrund, hier ist gerade ein Bollywood-Set, beziehungsweise uns wurde gesagt von einer Daily Soap. Wird hier gerade gefilmt. Ja, wir haben ja schon ein großes Setup aufgebaut. Ziemlich viele Leute hier am Start. Und da hinten wird gerade aufgenommen, worum es auch immer da geht. Hier vorne sitzt der Regisseur. Counter. Where are you from? Germany. Germany. Cool, sowas hier auch mal gesehen zu haben, aber für uns geht es jetzt weiter und zwar in die 28 Millionen Einwohnerstadt Mumbai. Und das Ganze machen wir wieder mit dem Zug. So sieht der Bahnhof hier aus, ein bisschen anders. Die ganzen Tuk-Tuks hier warten, um Passagiere aufzunehmen. Umbergern. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, aber das hier ist der Bahnhof. Na, wobei, die Gleise sehen eigentlich ziemlich modern aus hier, alles elektrifiziert. Und wenn der Zug hier gleich kommt, dann geht es mit dem eben weiter nach Mumbai. There's a place higher than this, higher than this, higher than this. When I saw you when I knew you found and I have some melody. Wanna take you down, places, wanna take
Das war eine Fahrt, Leute. Statt 4er haben die hier 6er. Dementsprechend ist das relativ eng. Klimaanlage gibt es auch nicht, aber wir saßen halt die ganze Zeit hier am Fenster. Das heißt, du bekommst die ganze Zeit hier schön den Fahrplan rein. Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mit uns im 6er saßen 2 Inder und mit denen haben wir uns die ganze Zeit unterhalten. Das waren beide Studenten, die hier für Diwali, das ist das Lichterfest, was tatsächlich hier ähnlich groß ist wie Weihnachten bei uns. Und dafür sind die jetzt hier auf dem Weg zu ihrer Familie. Denn das ist diese Woche. Wir werden es auch noch im nächsten Vlog sehen. Aber ja, ist eben ein typischer Zeitpunkt hier in Mumbai, dass alle zurückkommen zur Familie und das gemeinsam feiern. Ja, die waren auf jeden Fall mega nett. Ein Kind, was hinter uns saß, hat mir noch zwischendurch immer Chips angeboten, habe ich Chips einfach bekommen. Die ganze Zeit sind durch den Zug Verkäufer gelaufen, die so indische Speisen angeboten haben. Ich war mit den Chips schon gut bedient. Aber irgendwas wollte, alles war da. Es war nur ein bisschen eng, alle, man musste sich so ein bisschen durchgehen. Die Leute saßen auch an den Türen und so weiter. Die meiste Zeit sind wir an Feldern und Bergen vorbeigefahren, bis dann irgendwann Mumbai begonnen hat. Und ja, ich dachte schon lange, dass wir ankommen müssen. Weil wirklich eine Stunde bevor wir überhaupt da waren, hat schon angefangen, dass hier einfach nur noch Stadt war. 28 Millionen Einwohner müssten ja auch irgendwo leben. Aber jetzt sind wir wirklich angekommen. Die 3 Stunden Fahrt hat übrigens 1,20 € pro Person umgerechnet gekostet. Also wirklich nichts. Wie fandest du die Fahrt? Ich fand's gut, ich fand's entspannt. Gerade mit dem Wind am Fenster war es absolut erträglich. Also, gut. Und anders als in Deutschland, wo jeder eigentlich im Zug am Handy ist ja auch entspannt, aber hier ist es halt ganz anders. Alle quatschen miteinander. Ja, die Leute reden halt miteinander und sind so, also ich hatte wirklich das Gefühl, die sind so actually interessiert an dem, was wir so machen. Das fand ich wirklich gut. Ich fand's auch gut. Jetzt bringen wir aber kurz unsere Sachen hier ins Hotel und dann gehen wir nochmal zu einem der Wahrzeichen von Mumbai und zwar im Gate of India. Hier am alten Hafen von Mumbai steht es. Die Sonne geht gerade langsam unter, alles mögliche an Booten liegt hier. Tatsächlich ist dieser Platz hier auch die größte Touristenattraktion in Mumbai. Allerdings siehst du ja kaum Westler, ein paar schon, aber ansonsten sind es echt indische Touristen, die sich einfach einmal hier hinstellen wollen vor dem Taj und vor dem Gateway of India. Überall muss mal ein Foto gemacht werden. Ein Selfie nach dem anderen. So sieht es aus, das Gateway of India. Ursprünglich wurde das gebaut, um den britischen König George V. und Queen Mary zu begrüßen. Sie sind hier mit ihrem königlichen Schiff angelegt. Wir sollten halt schön da durchmarschieren. Leider haben sie sich aber ein bisschen verkalkuliert mit der Bauzeit. Deswegen stand das hier nur als Gerüst, als Modell, als sie hier ankamen. Ein paar Jahre später war es dann fertig. Aber ironischerweise wollte es die Geschichte so, dass nicht mal ein halbes Jahrhundert später durch genau dieses Tor hier wieder die letzten britischen Truppen abgezogen sind. Hier aufs Militärschiff rauf und eben raus aus Indien. Und das war eben die letzte Handlung vor der indischen Unabhängigkeit. Denn eben bis vor ungefähr 70 Jahren war Indien noch gar nicht unabhängig, sondern unter britischer Herrschaft. Aber seitdem eben hat es sich entwickelt zur tatsächlich größten Demokratie der Welt. Ist ja schon das zweitgrößte Land der Welt nach China, ganz knapp. Aber die größte Demokratie ist es. Und eine der größten Städte hier, eben Mumbai mit 28 Millionen Einwohnern. Einen kleinen Einblick habt ihr jetzt schon mal hier bekommen, aber so richtig werden wir es eben im nächsten Vlog erkunden. Falls ihr euch mein neues Fairtrade-Shirt hier holen wollt, das eben auch in den Fairtrade-Farben ist, ein bisschen so unsere Reisen dieses Jahr mit Fairtrade widerspiegelt und auch komplett in Indien unter Fairtrade-Bedingungen produziert wurde. Also von der Baumwolle, ihr habt es ja gesehen vor 2 Vlogs, bis eben in die Fabrik, die wir heute im Vlog hatten. Ihr habt es alles sehen können und das gibt es eben jetzt auf spieken.de. Links in der Beschreibung. So viel Werbung muss sein. Vielen Dank aber fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen und übermorgen wieder mit dem nächsten und letzten Vlog aus Indien hier aus Mumbai. Macht's gut. Ciao.